Ja, ist das der Hammer? 10.000 Abonnenten auf YouTube. Schon über 10.000 Abonnenten. Das ist doch der absolute Burner. Ja, dickes, fettes Dankeschön an euch alle, an dich und an dich auch. 10.000 Abonnenten, krasse Sache, geknackt. Seit wenigen Tagen ist es soweit, ist es erreicht. Richtig, richtig coole Sache. Macht natürlich irgendwie schon stolz, macht aber auch irgendwie so ein bisschen nachdenklich. Alter Falter, ey. All die Zeit reingeballert, schön auf YouTube. Anfangs noch gedacht, ach komm, YouTube, da machen wir mal so ein paar Stream-Highlights drauf. Zum Beispiel sowas hier, wie das erste Video mit Polybridge. Und ich will ja fast gar nicht auf die andere Seite gehen. Ja, aber so sah das aus. 2015. In einer kleinen Ecke, ganz an der Seite, in der Küche, angefangen mit dem Livestream. Und man sieht es da ja noch so schön. Folge 58. Das war also, naja, immerhin schon 2 Monate fast aktiv. Folge 58 in Schwarz-Weiß, weil ohne richtige Beleuchtung klappt das eben mit einer schlechten Cam auch nicht so gut. Und da war Schwarz-Weiß eigentlich eine gute Lösung. Hinten im Hintergrund meine ganzen Weine noch, damals aus dem Weinfachhandel. Ja, und dann? Ja, und dann kam irgendwann Russian Fishing 4. Hat Spaß gemacht. Direkt von vornherein. Frisch reingegangen, absolut planlos. Und man hat sich halt ein bisschen durchgekämpft und geguckt, was kann man denn machen, wie geht das Ganze. Und ja, wie du es wahrscheinlich selber festgestellt hast, wo du angefangen hast, war das Ganze nicht so einfach und da fehlten einfach Infos. Also irgendwann angefangen, alles, was ich an Infos hatte, rauszukloppen. So viel es geht, so gut es geht, zu sämtlichen Themen. Und leck oh funny, das war schon wild. Und damit muss ich sagen, ja, ging es dann eigentlich auch erst richtig los. Immer wieder das gleiche Thema, immer wieder Bock aufs Angeln, Bock auf RF4 und ja, es macht halt nach wie vor immer wieder Bock. Ja, und weil es so Bock macht, gibt es von RF4 auch noch was Schönes für euch. Und zwar 2 besondere Rollen. Einmal ein bisschen was Besonderes, was es ja nur für Gold gibt. Eine 10.000er Azimuth gibt es zu gewinnen. Die ganzen Bedingungen zeige ich gleich am Ende. Und zum anderen gibt es eine Retro-Rolle. Und zwar eine 6.000er P-Series von Simon. Das Teil kann man gar nicht mehr kaufen. Retro, so wie ich auch. Ich bin auch ein bisschen Retro. Das Teil ist maximal Retro. Und das Teil ist schon ziemlich crazy. Also die P-Series GS60S, 17,2 Kilo, 3,8 in der Übersetzung. Also eine schöne Sonderedition der P-Series. Schweinenices Gerät. Würde ich auch nehmen. Richtig, richtig cool, allein von der Optik, ne? Und ich würde sagen, als 6.000er Rolle halt ideal eben auch für einen Kupfersee. Langsam, aber maximale Kraft, um da eben die dicken Brocken mit rauszuziehen. Ja, und wie immer wird das Ganze verlost unter allen Kommentaren unter diesem Video. Und das Ganze machen wir nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag im Livestream dann einfach dabei sein oder, wenn nicht dabei, im Idealfall direkt deinen Ingame-Namen von RF4 mit in die Kommentare reinschreiben, damit ich dich auch direkt anschreiben kann. Tja, weiter geht's dann also mit RF4 und natürlich auch anderen schönen Simulationsgames auf dem Kanal. Von daher, wenn noch nicht geschehen, Daumen da lassen, Kanal natürlich abonnieren, hilft mir mega auf die nächsten 10.000 Abonnenten. Gucken wir mal, wie es noch weitergeht und vor allem, wie es auch weitergeht hier mit RF4. Großes Dankeschön natürlich auch an RF4 für den krassen Support, auch über all die Jahre, denn RF4 hat ja auch für mich schon viel getan. Die Möglichkeiten, die Turniere anders zu machen oder eben solche Preise mit zu verlosen, macht natürlich auch nochmal mehr Spaß.
Also, großes Dankeschön auch nochmal an R4 auf die nächsten Jahre. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.